to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Wir sind auf dem Weg von Ain Benadou nach Marrakesch heute. Die Strecke ist wirklich wunderschön, obwohl die Straßen hier ziemlich schmal sind, muss ich sagen. Mein großer Wagen fährt auf jeden Fall. Aber wir fahren über das Atlasgebirge wieder und es ist wirklich mit den ganzen Lehmstätten, die hier sind, überall mit dem Fluss dazwischen. Ja, nur viel zu eng. Es ist gerade wieder wenig enger geworden. Auf jeden Fall, das ist echt wieder eine Traumstrecke, die man sich gar nicht so verinnerlichen kann, wenn man es nicht filmt. Aber zu filmen ist bei so einer Strecke eher schwierig, wenn man nicht die Speicherkapazität hat, um das aufzunehmen und auch das nicht so wahrnimmt, wie man es halt mit Augen wahrnimmt, die Rundumgebung, wenn man halt fährt. Ne? Aber wir geben unser Bestes, machen ein paar Bilder und machen ein paar Videos ein wenig von der Umgebung. Wir sind heute von Ain Benadou aus nach Marrakesch gefahren und auf unserem Platz angekommen. Wir wurden auch schon begrüßt. Hier sind überall Hühner und Küken und Enten und Pfauen auch, habe ich auch schon gesehen. Ja, die Fahrt von Ain Benadou nach Marrakesch, die war echt gut. Wir sind ungefähr 3,5 Stunden gefahren. Das ist aber eine wunderschöne Landschaft gewesen. Zuerst ganz viele Lehmbauten und Lehmdörfer und danach wurde es ein kleines bisschen modern. Das hat man gesehen, wie sich dann die Landschaft so ein wenig verändert und wieder ein bisschen mehr Grün dazu kam und die Täler wunderschön mit Oasen, mit den Palmen. Hat uns sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und dann die Dörfer, überall gab es dann rechts und links schon mal so Streetfood. Die hatten überall ihre Tanginen, die sie am Warmmachen waren. Aber es war leider noch ein bisschen zu früh zum Essen, sonst hätte ich das sehr gerne angehalten. Ja, wo wir heute stehen, haben wir einen Pool. Ich denke, dass wir ihn später mal benutzen werden, weil es ist wieder über 35 Grad. Und wir werden dann in den laufenden Tagen die Stadt Marrakesch besuchen. Heute nehmen wir euch mit nach Marrakesch. Wir sind auf dem Weg zum Bus. Hoffentlich finden wir den Bus auch. Wir haben gehört, man kann sehr gut für den Bus ausfahren von dem Platz, wo wir hier sind. Es soll auch super günstig sein, gerade mal 5 Dirham, was umgerechnet ca. 50 Cent sind. Und die Bushaltestelle ist jetzt 10 Minütchen von unserem Campingplatz entfernt. Ja, mal schauen, ob wir auch richtig auskommen in Marrakesch. Wir wollen eigentlich zuerst in der Altstadt landen, in der Medina. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir sind schon sehr gespannt auf diese wunderschöne Stadt. So, wir sind jetzt gut angekommen hier auf dem Platz. Der Bus hatte zum Glück Verspätung, genauso wie wir. Matthias hat den Arm rausgehalten, dann hat der Bus auch angehalten. Statt 5 Dirham sind wir aber mittlerweile bei 7 Dirham. Ja, das Busfahren hat super funktioniert, sogar besser als ich dachte, muss ich sagen. Der war voll, der Bus, das waren die letzten 2 Plätze und wir sind genau da ausgekommen, wo wir jetzt erstmal hin wollten, um die Tour durch die Stadt zu starten.
Wir stehen gerade vor der Moschee Kaoutoubia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist die größte Moschee von Marrakesch. Diese wird auch die Moschee der Buchhändler genannt. Früher waren dort wohl auch einige Stände, wo man auch tatsächlich Bücher kaufen konnte. Ja, das ist auch eher Zufall gewesen, dass wir es hier vorstehen. Wir sind einfach mal drauf losgelaufen, muss ich sagen. Wir wollten Richtung Medina laufen, Richtung den Zugs. Und der Weg bis hier, der war auch schon richtig cool, muss ich sagen. Mit den ganzen Läden rechts und links. Jeder verkauft was in seinen kleinen Buden. Also ich finde das wirklich prima. Ja, wir waren jetzt tatsächlich auch jetzt nicht mitten in der Medina bis jetzt, sondern eher außenrum. Wir wollten jetzt gleich reingehen. Und außenrum, die Restaurants haben super günstige Preise hier. Also wir hatten jetzt eben Sandwiches für 15 Dirham, was umgerechnet ca. 1,50 sind, nicht mal. Und Pommes hier 5 Dirham, 50 Cent, also es war Wahnsinn. Da hatten wir im Vorhinein uns schon informiert und haben nur teure Preise gesehen, weil wir heute auch gerne essen gehen möchten, weil wir heute Hochzeitstag haben. Zur Feier des Tages wollten wir mal vernünftig essen gehen. Aber es gibt auch viele Restaurants, die sind ein bisschen zu teuer. Wenn man für eine Suppe 9 € bezahlen muss, dann lässt man das besser sein. Ja, ist ja sogar fernab von euren europäischen Preisen. Affenkäfig. Da rechts sitzt ein Affenkäfig drin. Bei der Hitze. Da ist ja noch einer auf dem Arm. No. Wir rufen es hinterher.
Wir haben wohl ein bisschen die Zeit vergessen in der Medina, in den Souks. Wir wollten gerne noch zum Palast hier in Marrakesch, der wunderschön sein soll. Sind auch jetzt hier angekommen, hat aber leider nur bis 17 Uhr geöffnet. Haben wir leider ein bisschen verpasst zeitlich. Wir waren zuerst auf der falschen Seite des Palastes, wo der zweite Eingang ist. Ja, Google Maps hat uns dahin geschickt und sagte, da wäre der Eingang. Wir mussten komplett außen rumlaufen. Das ist wirklich eine ganze Strecke nochmal gewesen. Ja, hier sind wir angekommen und für 15 Minuten lohnt es sich leider nicht mehr. Ja, schade, hätten wir uns gerne angesehen. Ja, vielleicht ein andermal, mal schauen. Auf jeden Fall ist es wieder richtig, richtig heiß heute. Wir sind ziemlich fertig vom Wetter. Sieht man vielleicht auch ein bisschen. Ja, wir schnellen dann gleich noch ein bisschen durch die Stadt und gehen später mal aufs Essen. Wir sitzen jetzt in einem Restaurant, wir sind jetzt durch mit Marrakesch, wir sind durch die komplette Innenstadt, soweit wir das gesehen haben, gelaufen, durch die Medina und durch die Souks und es war wirklich wunderschön. Es war wirklich richtig schön, es war aber auch wunderschön, wirklich, dass die Leute total unaufdringlich waren. Es kam hier und da mal wirklich einfach bloß, dass man angesprochen worden ist. Hat man aber gesagt, dass man kein Interesse hat, ist das nicht wirklich gewesen, dass einem jemand hinterhergelaufen ist oder ähnliches. Wir kennen das ja wirklich beide ganz anders, teilweise aus Ägypten zum Beispiel. Aber das war hier wirklich gar nicht gegeben. Man konnte in Ruhe da entlang schlendern. Also dann hat man hilfsbereit wirklich Leute, die dann gesehen haben, die sind am falschen Eingang dann ausgekommen bei dem Palast, die uns da mitgenommen haben und gesagt haben, komm, wir nehmen euch mit, bringen euch jetzt eben dahin. Ja gut, ja, wir hätten wesentlich länger gebraucht, wenn wir alleine gesucht hätten. Das war wirklich sehr nett und wir mussten komplett um das Ganze, um den ganzen Komplex rumlaufen. Wir hätten das niemals so schnell selber gefunden. Ne? Ja, hat leider ja trotzdem nicht geholfen, nicht wirklich. Ja, mit dem Bahia-Palast, ja, wir waren leider ein bisschen zu spät da. Lag aber auch mit daran, dass Google Maps uns falsch geschickt hat. Der schickt einen bei den zweiten Eingang und nicht zum ersten Eingang, leider. Genau, einmal darauf achten, wenn man ganz einfach in der Mitte das anklickt, dass man dahin möchte, dann wird man falsch geschickt. Es gibt tatsächlich einen Extra-Button unten links und da steht dann Eintritt von dem Palast. Ja, muss man auch erstmal wissen, aber wenn ihr euch dann nachher navigieren lasst, dann solltet ihr ohne Probleme dann wirklich auch zu der Zeit da sein, wie das Navi das halt vorher angeboten hat. Tja, so ist das Leben, ne? Aber Marrakesch hat uns wirklich super gefallen. Ja. Ne, das Leben, also hier lebt es wirklich, die Stadt. Die Menschen waren super nett, super freundlich. Wir haben so viele schöne Dinge gesehen. Ja. Gerade in den Souks, wo auch viel handwerklich gemacht wird, noch selber. Mit Metall waren die am Schweißen und alles auch. Mit Holz am Arbeiten, mit alles. Das war wunderschön. Und ja, die ganzen Farben von den ganzen Gemälden, die gemalt haben und die ganzen Teppiche und Tücher. Das hat mir sehr gefallen. Das ist nur zu empfehlen. Es war gar nicht aufdringlich. Es war nicht irgendwie, dass wir uns in irgendeinem Moment mal schlecht gefühlt hätten oder bedrängt gefühlt hätten. Man muss nur freundlich Nein sagen. Richtig. Dann ist es okay. Und wenn man mal was isst und dann kann man auch nicht freundlich Nein sagen, dann ist es auf jeden Fall erledigt. Ja. Auf Drogen sind wir aber tatsächlich auch zweimal wieder angesprochen worden. Ja, das ist natürlich, wir werden ja, egal wo man ist, in Marokko, nach Haschisch, bevor man Haschisch möchte, gefragt natürlich. Ja, aber auch und, unaufdringlich, auch wirklich, die lassen einen dann auch weitergehen, wenn man halt nicht möchte oder... Da hatten wir ländliche Gegenden, die waren mehr davon betroffen als jetzt hier in dieser großen Stadt. Ja, also Chefchaouen war tatsächlich mehr. Muss man dazu sagen, da sind wir öfters dann quasi, man hat das auch richtig gesehen, dass da so gewisse Ecken sind, wo das halt auch angeboten wird, aber jetzt in Marrakesch war es halt ganz einfach zweimal so, und da war gut. Da kommen so genau, alkoholfreie Mojitos. Da kommt unser Trinken, ist alles gut. Schokolade. Ah, it smells good. Schokolade. Wir haben alkoholfreie Mojitos bestellt. Mit
mit einem Herzchen Ja, drin. ein Herzchen dran. Der wusste, dass wir Hochzeitstag haben. Nein, Spaß. Wahrscheinlich, das Wochen, dass wir Hochzeitstag haben. Ja. Schmeckt auch gut. Der riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich Ja. habe jetzt noch nicht dran genuckelt. Alkoholfreie Mojitos nur zu empfehlen. Mit Alkohol auch zu empfehlen, aber ist in Marokko nicht so einfach mit dem Alkohol. Ich wollte gerade Wenn man in den Supermarkt geht, verzichtet man freiwillig meistens auf Alkohol. Wenn man jetzt im Urlaub nur ist, okay, das kann man dann mal machen, aber das ist schweineteuer. Teuer. Teilweise kostet der Alkohol mehr als 10, 20 Euro die Flasche als in Deutschland. Ja. Ich habe mich erschrocken, eine Flasche Bier, 2 Euro. Ne? Ja. Und deswegen, nein, danke gar nicht. Also gerade auch Spirituosen und sowas fand ich Ja, das wirklich braucht man richtig dann heftig. Wenn man so ein Malibu bei uns irgendwie so für 12 Euro oder so schon bekommt oder dann halt auch im Angebot oder ne. Aber hier war wirklich über 20 Euro, wo man dann auch nur gesagt hat, nee, okay, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, da kann man auch darauf verzichten. Ne? Richtig. Deswegen dann. Ne? Nee. Aber Ich muss wohl auch sagen, ich habe das vorher auch gelesen, habe auf diesem ganz großen Platz, wo wir gewesen sind, wo auch diese Henna-Frauen sind. Wir wurden von niemandem bedrängt, irgendwas machen zu lassen. keiner hat sich meine Hand geschnappt und wollte mir einfach was darauf rumkritzeln, ist noch nicht mal in die Nähe gekommen oder ähnliches. Wir haben viel gelesen, ja, die nehmen einfach die Hand und malen da was drauf. Gar nicht, wir wurden nicht mal angesprochen. Da waren 30 Stück von diesen Stellen, nur von diesen Frauen. Und es war überhaupt gar nichts gewesen. Ja. Aber ich muss sagen, ja, wie mit Tieren wie immer. Die innere Tierschützerin muss zu Hause bleiben, Leute. Ja, das ist wie immer schwierig auch für uns. Ja, die haben mit Schlangen dann Schlangenbeschwörer. Und, Ja, schlimmer fand ich die Affen im Käfig. Ja, und dann die Affen. Ja, nicht nur im Käfig. Die Affen werden da vorgeführt für die Touristen Mit einer natürlich. Kette am mit einer Kette am Hals Hals, also und in einem Kleidchen. Und ich finde es einfach nur makaber. Und dann kommen die an auf uns. Hey, come to me. Mit 3 Affen, 3 Typen mit 3 Affen an. Und ich denke, oh mein Gott, Und wir gehen dann einfach nur weiter. Hau bloß ab, das ist richtig Krise. Wir sind dann zum Smoothie-Stand gegangen. Das war dann sehr günstig. Da gibt es dann einen Smoothie. Wirklich, wir haben jetzt einen bekommen für 1 Euro, so ein Becherchen. Ja. Also, da waren Frische Früchte. Genau, da waren gemischte Früchte drin. Also Für die Leute, die gerne Smoothies trinken, nur zu ja, oder empfehlen. frische Säfte. Also Ja. den günstigsten Saft gab es jetzt schon für 5 Dirham. Das wäre dann Orangensaft gewesen. Das wäre dann auch so ein kleines Pöttchen gewesen, wie ich eben gezeigt hatte. Aber für frisch gepressten Orangensaft, ich meine, wo kriegt man den zu Hause für 50 Cent? Ja, war auch super lecker. Ja, aber ach so, ja, was ich auch noch sagen wollte mit den Handwerksgästchen, wovon er geredet hat, da muss man so ein bisschen tatsächlich abseits von gehen. Die ganzen Verkäufer wollten uns alle schon zurückschicken, weil die gesagt haben, wir laufen hier falsch, wir müssen wieder zurück in die Mitte gehen. Aber dahinter sieht man dann auch, wie die das herstellen. Ja, die sagen dann immer, ja, da vorne ist Ende, da hinten geht's zum Platz. Da ist nicht ja, Ende. Ja, da waren wir schon. Ja, es war nach 500 Meter noch nicht Ende. Jedes Mal, wenn das jemand gesagt hat. Also, jedes Mal ging's rechts, links ja. und vorne, hinten, überall weiter. das ist tatsächlich wie ein Labyrinth da. Ja. Ne? Also, das heißt, wir haben uns verlaufen. Uns war es egal, wo wir hingehen. Wir wussten am Ende natürlich nicht mehr, wo wir sind. Ist klar, wenn man irgendwo fremd ist. Aber es gibt ja so auch Google Maps und wenn man in eine Richtung dann durchgeht, wenn man jetzt denkt, oh Scheiße, wo bin ich jetzt? Lauft man einfach irgendwo immer geradeaus, dann kommt man irgendwo wieder raus, das ist klar. Ja. Aber und ansonsten, ich habe ganz viele Leute gesehen, die Verkäufer angesprochen haben. Ja. Also die helfen immer weiter und probieren dir wirklich zu zeigen, wo du lang musst, wie du sind da sehr jetzt wieder freundlich und laufen dann rauskommst. mit, obwohl die das gar nicht Ja. müssen, machen das auch nicht wirklich dann, um Geld zu verlangen oder so. Nein, richtig. Ja, wir können es auf jeden Fall nur empfehlen, nach Marrakesch zu gehen. Als erstes mit dem Bus. Ist nicht teuer, es ist wirklich sehr günstig. Wir haben jetzt 70 Cent bezahlt pro Person. Ein Taxi kostet es von dem Standpunkt, wo wir waren, ca. 9 Kilometer. 10 Wo Euro. unser Wagen steht, 10 Euro. Eine Fahrt wären 20 Ja. Euro. Wir bezahlen jetzt 2,80 Euro. ja, 2,80 Euro. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ne? Warum soll ich dann mit dem Taxi so viel fahren? Nee, Okay, ist wenn man im richtig. Urlaub ist, und das nur für kurze Zeit ist, kann man machen, aber in unserem Fall jetzt Ja. war es die richtige Entscheidung. Oder wenn man halt ein bisschen schlechter zu Fuß ist, weil wir mussten jetzt wirklich ja Ja. halt von der Bushaltestelle in die Medina nochmal reinlaufen und wir mussten ja halt auch bis zu der Bushaltestelle laufen. Also wenn man schlechter zu Fuß ist, verstehe ich es auch. Ja, das ist richtig. Und dann des Weiteren auf jeden Fall die Souks besuchen, die Medina, das ist das Schönste, was wir gesehen haben jetzt hier. Die Moschee, die war sehr schön zu sehen. War leider geschlossen, War haben leider die Mitarbeiter geschlossen. direkt auf uns zugerannt.
wollten wir gerne uns angesehen haben. Ja. Und am besten in Restaurants gehen, die ein bisschen außerhalb sind von der Innenstadt, ein klein wenig. Die sind nämlich günstiger meistens. Viel günstiger. Also wir haben es tatsächlich, wie wir als erstes dran vorbeigelaufen sind. Wir haben dann eine Karte uns geben lassen, war zu dem Zeitpunkt aber noch viel zu früh oder viel zu spät fürs Mittagessen, also je nachdem. Und haben uns dann den Namen fotografiert und sind tatsächlich wieder zurückgekommen, weil die Bewertungen bei Google wirklich stimmten und es einfach am günstigsten war. Ja. Ich habe mir die Haare ein bisschen kürzer schneiden lassen. Ja. Es ist besser geworden sogar als gedacht, das ist in Ordnung. Ich habe mir in Kenia die Haare schneiden lassen, im Hotel, wo wir waren. Die waren wirklich sehr, sehr lang. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, bitte nur ein bisschen ab. Ja, den Zentimeter ab hat sie verstanden, glaube ich, 1 Zentimeter lang komplett. Und ich hatte nachher wirklich die kürzesten Haare ever mit 1 Zentimeter nur noch. Dann hat mir die Haare abgepudert. Dann fragte die Frau, so, now you look very beautiful. Ja, very great, I think. Not. Ja. Aber jetzt sieht er doch gut aus. Ja. Besser als irgendwann hier so die Golden Pass an der Seite zu bekommen. Ja, auf jeden Fall klare Empfehlung für Marrakesch. Und wir werden uns jetzt unserem Cocktail widmen. Ja, und unserem Essen, unserer Tangine, die wir gleich genießen werden, hoffentlich. Aber wir kriegen jetzt noch eine Vorspeise. Wir kriegen eine Vorspeise, einen marokkanischen Salat und eine Harira-Suppe und dann eine Tangine.